Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Für alle, die neu hier sind, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Halbkubaner, habe als Kind in Kuba gelebt und bin im Regelfall mindestens einmal im Jahr in Kuba. Meine Frau ist Kubanerin und der Großteil unserer Familien lebt in Kuba. Auf diesem Kanal geht es also um Themen rund um Kuba. Von Nachrichten aus Kuba über kubanisches Kochen bis hin zu Filmreviews zu kubanischen Filmen und noch einiges mehr. Wenn dich diese Themen und oder Kuba im Allgemeinen ansprechen sollte und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt gerne nachholen. Ich danke dir. Im heutigen Video geht es um die Kosten. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, ja, mit wie viel Geld muss ich halt quasi in Kuba rechnen? Dafür gibt es keine pauschale Antwort, da es immer darauf ankommt, was man will, was man plant und was man erwartet. Heute schauen wir uns also ein paar Eckdaten an mit, ich sage mal, den Werten, mit denen man Minimum rechnen muss. Wie wir alle wissen, gibt es in Kuba den kubanischen Peso und die virtuelle Währung MLC. Wem das jetzt aber doch noch nichts sagen sollte, der schaut sich vielleicht vorher dieses Video nochmal an. Okay. Mit dem kubanischen Peso zahlt man im Grunde alles auf der Straße. Mit MLC bezahlt man in speziellen Geschäften und mit dem Euro kann man im Grunde genommen ja fast überall zahlen, auf der Straße oder ähnliches. Soweit erstmal so gut. Man benötigt also ausreichend Bargeld und auch eine gewisse Menge auf der Kreditkarte, die man ja in MLC-Geschäften einsetzen kann. Hierzu zähle ich jetzt auch mal Via Sul, also die staatliche Busgesellschaft, mit der man im Grunde im ganzen Land reisen kann. Die Tickets müssen mit Karte bezahlt werden, nicht bar. Aber eins nach dem anderen. Also, im Grunde ist die Frage nach den Kosten nur für Urlauber interessant, die auch im Land herumreisen. Alle anderen, die im Hotel unterkommen, benötigen nur für Extratouren und Aktionen Geld, wie in jedem anderen Urlaubsland. Wie sieht es aber mit Kubanern, mit Urlaubern besser gesagt, aus, die in Casa Particulares unterkommen? Von Ort zu Ort fahren und sich selbst verpflegen. Genau um diese Reisenden soll es heute gehen. Es gibt verschiedene Arten von Casa Particulares. Man kann sich entweder in ein Zimmer einmieten, in eine Wohnung oder in ein ganzes Haus. Dabei gehen die Preise bei ca. 25 Euro los und können auch mal 250 Euro und mehr die Nacht kosten. Halt vom günstigsten bis hin zum teuersten, beziehungsweise von der absoluten Grundausstattung bis hin zur High-End-Luxusausstattung. Die Preise werden pro Nacht berücksichtigt und nicht pro Person. Wenn man also mit mehr Leuten reist, können die Preise hier für den Einzelnen günstiger kommen. Unterkünfte kann man vorab zum Beispiel bei Airbnb reservieren und bezahlen oder direkt vor Ort schauen und fragen. Oder man schaut in einen der diversen Facebook-Gruppen und fragt dort nach. Gehen wir jetzt mal von durchschnittlich 40 Euro pro Nacht aus bei einer Aufenthaltsdauer von 14 Nächten. Macht das 560 Euro für die Unterkunft. Natürlich kann man auch weniger, man kann aber auch einiges mehr bezahlen. Kommen wir zur Verpflegung. Wie auch bei der Unterkunft kommt es hier ganz darauf an, was man erwartet und welche Ansprüche man hat. In den meisten Casas bekommt man für 5 Euro ein Frühstück. Damit kann man das ja schon mal abhaken.
Wie sieht es aber nun mit gegebenenfalls Mittagessen, mit Abendessen und vor allem mit den Getränken aus? Hier könnt ihr ja was für 100 Peso finden. Ihr könnt aber auch 2000 Peso ausgeben. Im Schnitt sollte man mit, ja, ich sag mal 500 Peso pro Mahlzeit rechnen. Wenn es weniger ist, umso besser. Getränke kosten im Paladare, das sind private Restaurants, die aber auch ja, eine höhere Qualität haben, geht bei ca. 100 Peso los. Wer ein Bier trinken möchte, sollte zwischen 150 und 200 Peso berücksichtigen. Dann sollte ja, vielleicht für ein paar Snacks und ähnliches noch dazu gerechnet werden. Wasser solltet ihr euch auf Vorrat kaufen, aber auch hier könnt ihr die Kassa-Besitzer um Hilfe bitten. Gegebenenfalls bezahlt man da ein bisschen mehr, aber man hat keinen Stress mit der Suche. Also rechnen wir mal kurz zusammen. Ne? Frühstück 5 Euro, Mittagessen 500 Peso, also zum jetzigen Zeitpunkt knapp 4 Euro, wenn man den derzeitigen offiziellen Wechselkurs betrachtet. Abendessen nochmal 500 Peso, also 4 Euro. Dann rechnen wir mal die gleiche Summe noch für Snacks, Nachtisch etc. Also nochmal 4 Euro dazu. Mit dem Essen kommen wir also auf 17 Euro pro Person pro Tag. Runden wir mal auf 20 Euro auf, plus 5 Euro Getränke. Bei 14 Tagen kommen wir also auf 350 Euro pro Person. Auch hier kann man natürlich günstiger was finden, aber auch weitaus teurer. Da wir gerade beim Thema Verpflegung sind, in Contramaestre, also der Ort, wo die Familien meiner Frau und von mir leben, gibt es eine Finca, die Finca Bella Vista, die nun ihre Produkte auch online verkauft. Es handelt sich hierbei um eigene saisonale Produkte. Auf der Website www.fincabellavista.contramaestre.com kann man einsehen, was gerade angeboten wird. Die Preise sind dann ja, anzufragen, entweder über Telefon, E-Mail oder sonstige Social-Media-Auftritte der Finca. Die Preise sind nicht fix und können geringer ausfallen, wenn man mehr bestellt. Die Lieferung erfolgt in den Provinzen Santiago de Cuba und Granma. Wer also jemanden in diesen Provinzen unterstützen möchte, für den ja, könnte dieses Angebot eine günstige Variante sein. Zumindest wenn es um Nahrungsmittel geht. Schaut dort gerne mal vorbei und ihr unterstützt somit auch den Bauer vor Ort, also www.fincabellavista.contramaestre.com. Wenn man unterwegs ist, hat man verschiedene Möglichkeiten von Ort zu Ort zu kommen. Taxi, Taxi-Kollektivo, Zug, Bus, Flugzeug, ja, selbst mit einer Pferdekutsche oder Motorrad ist es möglich. Die in meinen Augen beste Variante ist mit einem Via Azul-Bus. Auf der Website kann man nachschauen, wie teuer die Routen sind. Von Havanna bis Santiago zahlt man zum Beispiel 56 Euro bzw. Dollar. Dafür, dass man ja, einmal quer über die Insel fährt, ist das schon ein Top-Preis. Kürzere Strecken könnten ja, entsprechend weniger kosten. Hier kommt es also darauf an, wo man hinfahren möchte und wie oft man fährt. Von daher nur so viel zu den Transportkosten. Taxi ist mit das teuerste, Bus mit das günstigste. Wenn man ja, in den Städten gerne zu Fuß unterwegs ist, wird man innerhalb der Stadt ja keine weiteren Transporte benötigen. Ansonsten kann man auch hier ja jeweils ein paar 100 Euro berücksichtigen. Wer in Kuba ein wenig was erleben möchte und sich ein paar touristische Attraktionen angucken möchte, beziehungsweise erleben möchte, muss auch hier mit einigen Euros rechnen. Eine Oldtimer-Tour in Havanna inklusive Mittagessen wird dich ja, zum Beispiel ca. 100 Euro kosten. Eine Stadtführung 125 Euro. Abends feiern gehen kann auch hier nochmal ins Geld gehen. Getränke kosten ähnlich wie in Europa. Also zwischen 20 und 100 Euro kann man hier in der Nacht locker loswerden.
Also Events und Aktionen sind schwer zu überschlagen. Man geht ja nicht jeden Abend feiern und man macht nicht jeden Tag eine Tour. Sagen wir also alle 3 Tage. Bei 14 Tagen sind das also in etwa 4 Tage mal 100 Euro, also 400 Euro. Aber wie gesagt, der Punkt Events und Aktionen kann auch fast gegen Null gehen. Je nachdem, was man in Kuba so macht. Rechnen wir nun mal alles zusammen. Wir haben gesagt 560 Euro für die Unterkünfte. Rechnen wir hier mal auf 600 Euro hoch. Dann haben wir gesagt 350 Euro für die Verpflegung. Rechnen wir auch hier mal auf 400 Euro hoch. Wir haben dann eine Zwischensumme von 1000 Euro. Beim Transport überschlagen wir mal mit 300 Euro und Events und Aktionen sagten wir 400 Euro. Man kommt also auf Kosten von 1700 Euro pro Person für 2 Wochen. Flug ist natürlich exklusiv. Dann gibt es noch die Spielereien wie Internet. Das sind aber nur wenige Euro und dann kommt noch, ich sag mal, ein Tagegeld hinzu für sonstige Ausgaben. Rechnet man also hier mal lieber mit insgesamt 2000 Euro pro Person für 2 Wochen. Wie gesagt, können einige Punkte weitaus günstiger kommen, aber ich habe hier mal absolute Durchschnittspreise berücksichtigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt noch schnell nachholen. Tut nicht weh und ich freue mich darüber. Also eine Win-Win-Situation. Das soll es für heute schon wieder sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos, ciao.